Überleben optional. Süders Wochenbericht vom 16. bis zum 22. März 2026. Catch Me. Hallo, Einsatzleitung, bitte kommen. Hier meldet sich wieder euer ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Man hätte ja meinen können, dass sich die Lage nach der letzten Woche langsam beruhigt. Die Botschaften waren da, die Spur gelegt und irgendwo zwischen all dem stand eine Frage im Raum: Was hat Ultra damit zu tun? Tja, statt Antworten zu bekommen, bekamen wir Besuch am Camp, direkt vor unserer Tür. Nicht mehr versteckt, nicht mehr nur Zettel und Zeichen, sondern jemand, der ganz offensichtlich wollte, dass Herz ihn sah. Grenzen wurden getestet, Regeln bewusst ignoriert und plötzlich ging es nicht mehr darum, ob wir reagieren, sondern wie lange wir noch warten. Während im Hintergrund weiter gebaut, geradet und sich gegenseitig misstraut wurde, lief vorne längst etwas ganz anderes ab. Etwas, das sich nicht mehr wie ein Spiel anfühlte und irgendwann blieb nur noch eine Entscheidung. Lassen wir das jetzt weiterlaufen oder beenden wir es? Am Ende saß wieder mal jemand in der BBA ein, aber die Fragen waren damit noch lange nicht vorbei. Montag, der 16.03.2026. Wunschdenken. Die Woche begann mit der Erkenntnis, dass man manchmal genau das liest, was man lesen will. Ich war noch bei der Sache mit der Nachricht. Date me, hatte ich gedacht. Ultra sah das deutlich nüchterner und meinte, da stünde wohl eher Catch me. Ja, klingt im Nachhinein auch plausibler. Blieb nur die Frage, warum ausgerechnet ihre Spuren dort auftauchten. Also konfrontierte ich sie damit. Handschellen, Berett und das U aus Kürbissamen, Blutbeutel, die ganze Sammlung. Ultra wirkte ehrlich verwirrt. Das Berett, Zufall. Die Handschellen gibt's öfter. Das U könnte auch einfach nur ein U für You sein. Und die Blutgruppe A-positiv. Das war so eine Sache, aber das sei Zufall, dass sie diese Blutgruppe bekommen habe. Kurz gesagt, sie konnte sich selbst keinen Reim drauf machen. Und ich auch nicht. Aber wir hatten keinen Grund, ausgerechnet Ultra zu misstrauen. Während wir also weiter rätselten, lief der Rest von Tschernaros wie gewohnt nebenbei aus dem Ruder. Plysm meldete den nächsten Raid. Schon wieder. Wer genau dahinter steckte, wusste man nicht. Verdächtige gab's wie immer genug. Kalle und Davos fanden derweil einen neuen blauen Ader. Man verliert einen, man findet einen. Autokreislauf. Funktioniert erstaunlich zuverlässig. Pinky räumte währenddessen das Camp auf. Einer musste ja dafür sorgen, dass zwischen all dem Chaos zumindest der Eindruck von Ordnung bestehen blieb. Kalle und Davos kümmerten sich noch um ein Fass und ihren Humvee, den sie verlegen wollten. Man wurde vorsichtig. Oder zumindest vorsichtiger als sonst. Am schwarzen Brett tauchte später noch ein Herz auf und eine Konserve, die keiner so richtig zuordnen konnte. Botschaft, Zeichen, Langeweile, man wusste es nicht. Und so endete der Montag vergleichsweise ruhig, was nach der vergangenen Woche fast schon verdächtig war. Dienstag, der 17.03.2026. Vertrauensfragen. Der Dienstag begann so, wie der Montag geendet hatte. Ungewöhnlich friedlich. Jemand hatte am Camp die Vorräte aufgefüllt. Einfach so. Kein Name, keine Forderung, keine Botschaft, nur Essen. Die Samariter nahmen das dankend an. Es war eine dieser seltenen Gesten, die daran erinnerten, dass nicht jeder in Tschernaros etwas wollte, bevor er etwas gab. Währenddessen zogen Jamet, Estelka und Pinky los, um neue Versorgung zu besorgen. Konvois abfahren, Kisten prüfen, Dinge organisieren, die am Ende dafür sorgten, dass man am Camp nicht nur überlebte, sondern auch lebte. Dann kam Tommy, stellte sich als der Bruder des Fremden vor, klang auch auffallend ähnlich und sah auch so aus. Allein das war schon eine Information, die man nicht einfach so stehen lassen konnte. Er war es gewesen, der bei Stary Sobor entführt worden war, von einer Bande mit schwarzen Armbinden. Wieder diese Armbinden. Wer dahinter steckte? Noch immer ein Rätsel. Er erzählte, nun sei sein Bruder im Norden verschwunden und dessen Garage leer. Sein rotes Auto ebenfalls weg. Vermutlich die Typen mit den schwarzen Armbinden. Langsam ergab sich ein Bild und das war der Moment, in dem es persönlich wurde. Denn wenn Herz jemandem ein Auto gab, dann war das kein Gebrauchsgegenstand, das war ein Versprechen. Und genau wie der rote Saka namens Hoffnung konnte Freundschaft nicht gestohlen werden, sondern nur geschenkt. Also ging sofort ein Funkspruch los. Die Garage musste überprüft werden. Und wie so oft meldete sich Echo, nicht mit deutlichen Worten, aber dieses Mal klar genug: Garage verschlossen, Auto noch da. Damit war klar, irgendwas stimmte hier nicht. Herz konfrontierte Tommy direkt damit. Kein Vorwurf, eher eine ruhige Feststellung. Und Tommy geriet ins Wanken. Er sprach davon, dass es Menschen gäbe, die falsche Eindrücke erzeugen wollten. Dass nicht alles so sei, wie es wirkte und dass er trotzdem einfach nur nach seinem Bruder suche. Das Problem war, das konnte alles stimmen oder nichts davon. Wir entschieden uns, vorsichtig zu bleiben, aber Herz bot ihm an, am Camp zu bleiben. Sein Bruder kam neuerdings öfter vorbei, die Chancen waren gut, ihn hier zu treffen. Aber Tommy lehnte dankend ab und zog nach Norden. Der Ort der Garage blieb jedoch ein Geheimnis, das Herz ihm nicht offenbaren wollte. Tommy akzeptierte das oder zumindest tat er so. Stattdessen hinterließ er eine Nachricht für seinen Bruder, falls dieser sich doch noch hier einfinden würde. Alles hochgeheim, aber euch kann ich's ja sagen, ist verschlüsselt, wie es scheint. Der Rauch hat ihn noch nicht genommen. Er geht noch zwischen den Schatten.
Der Kreis schließt sich bei Nacht. Ich verstand kein Wort. Mal wieder. Und Herz verstand vermutlich zu viel. Sie fragte Tommy noch, ob er einen gewissen Vittorio kenne, aber mit diesem Namen konnte er nichts anfangen. Sie nickte. Zusätzlich gab es noch ein Codewort, falls jemand anderes behaupten sollte, dieser Bruder, also der Fremde zu sein. Man wurde vorsichtig, zu Recht. Als wäre das nicht genug gewesen, tauchte kurz darauf eine weitere Person am Camp auf, still, beobachtend. Sie legte einen Gummislack direkt vor Herz Füße, ohne weitere Worte. Ob sie hier sei, um Stress zu machen, wollte Herz wissen. Die Person nickte. Warum wollte Herz wissen? Da hob die Person die Hände und zuckte mit den Schultern. Herz fragte, ob die Person etwas mit der Drohung und den anderen Botschaften zu tun hatte. Die Fremde nickte und drehte sich dann kopfschüttelnd im Kreis. Sehr verwirrend. Ein Mensch, der gleichzeitig alles bestätigt und alles abstritt. Herz nannte sie später einfach Stressmacher und gab der Person einen Teddy. Solange die Person sich an die Regeln halten würde, durfte sie bleiben. Falls nicht, musste sie gehen. Typisch Herz. Vielleicht tat sie das, weil sie immer noch hoffte, dass man Menschen mit den richtigen Gesten erreichen konnte. Vielleicht auch einfach, weil es sich richtiger anfühlte als ein Schuss. Das Gefühl, beobachtet zu werden, blieb trotzdem. Besonders, als die Person auf ein Hausdach kletterte und Herz keine Sekunde aus den Augen ließ. Ich meine, deutlicher kann man "Ich bin hinter dir her" nicht sagen, oder? Aber noch geschah nichts und am Ende zog Herz weiter. Echo traf Tommy später nochmal bei der Garage des Fremden. Kein Schuss, keine Eskalation, nur zwei Menschen, die sich ansahen und beide nicht genau wussten, wie viel der andere wusste. Am Camp ging der Alltag weiter. Kalle und Davos tauchten auf mit einem Ada, der vermutlich schon wieder einen Namen hatte, aber ich habe ihn vergessen, wie man ihn ausspricht. Irgendwas mit Sachi oder so. Naja, egal. Vor Cripsys Scheune lag noch ein Teddy. Er befürchtete, die Raider seien zurück und damit war dann endgültig klar, wer dort unterwegs gewesen war. Tabasco. Wir hatten uns nicht geirrt. Natürlich. Und so endete der Dienstag. Mittwoch, der 18.03.2026. Déjà-vu. Mittwoch. So langsam kam ich in Fahrt. Der Tag begann mit dem klassischen Fall von "War mal da, ist jetzt aber weg". Whisky besichtigte die Base bei Sinistock. Oder das, was davon übrig war. Ergebnis? Nichts. Alles leergeräumt, alle Unterstände im Inneren zerstört. Entweder waren die Besitzer weitergezogen oder jemand hatte ihnen beim Auszug sehr aktiv geholfen. In Chernaros verschwinden Dinge selten einfach so. Meistens wird nachgeholfen. Am Camp tauchte später Sergestes auf. Unauffällig, ruhig, so ein bisschen der Typ Mensch, der nicht viel sagt, aber wenn, dann hat es Substanz. Ich habe ihn bei unserer Mission auf Dial kennengelernt. Guter Mann, hervorragender Chronist, könnte ich hier gut brauchen. Naja, er brachte 4 Packungen Nägel mit. Ich begrüßte ihn, bedankte mich. Er schien inzwischen auf dem besten Weg zu sein, sich im anderen Chernaros bei der 501. einen Namen zu machen. Konsequente Karriereplanung, gefiel mir. Kurz darauf wurde er aber im Industriegebiet von Kalle und Davos beschossen. Einfach so. Ich sag's mal so, wenn man auf alles schießt, was sich bewegt, trifft man irgendwann auch Leute, die man eigentlich nicht treffen sollte. Das Problem war nur, dass sie das nicht sonderlich zu stören schien. Und genau da wurde es schwierig. Denn genau dieses Verhalten war zuvor anderen vorgeworfen worden. Die Beresino Union sollte angeblich Bambis abgekämmt haben im Spawngebiet, was sich als Falschmeldung herausgestellt hatte. Kalle und Davos hingegen machten es einfach und nannten das Action. Sollte das so weitergehen, würde man sich irgendwann ernsthaft überlegen müssen, wie man die Reisenden hier besser schützen konnte. Zum Glück entkam Sergestes. Wer bei der 501. unterwegs war, lernte schnell, wann man besser nicht stehen blieb. Dann tauchte ein Fremder auf. Der Fremde. Mit dem roten Gunther. Allein das war schon ein Statement. Er berichtete, dass er am Northwest Airfield gleich 2-mal erschossen worden sei. Nach dem 2. Mal hatte er Kontakt zu einem Überlebenden dort aufgenommen, der ihn ins Bein geschossen hatte. Ryan, der Texaner. Ich nehme an, Beinschüsse waren so eine Art von Smalltalk bei ihm. Der Fremde berichtete, dass auch jemand mit schwarzer Armbinde erschossen worden war. Und damit waren sie wieder da, diese schwarzen Armbinden. Ikea, Schmetterlingsfreunde oder einfach nur Leute, die beschlossen hatten, dass schwarz gerade gut zu ihrem Lebensstil passte? Man wusste es nicht. Bevor wir ihm allerdings die Nachricht von Tommy übergaben, kam erst der formelle Teil. Vertrauensfrage. Codewort. Passte. Also bekam er die Botschaft. Der Rauch habe ihn nicht geholt, er gehe noch zwischen den Schatten und der Kreis schließe sich bei Nacht. Ich verstand es immer noch nicht, aber ich begann zu akzeptieren, dass das vermutlich nicht mein Problem war. Danach wurde der Fremde ernst. Er warnte uns, nicht konkret, nicht greifbar, aber deutlich genug, dass man es nicht einfach ignorieren konnte. Kurz darauf meldete sich Whisky aus Novaya Petrovka. Gaskrankheit. Er fuhr mit Vollgas Richtung Prigorodki. Herz bereitete alles vor. Blut, Infusion, das ganze medizinische Setup. Er kam an, stieg aus und fiel um. Tot. Blutarmut. Chernaros hatte ein Talent für Timing. Immerhin kam er direkt an der Küste wieder und musste nicht weit laufen. Während wir ihn versorgten, blieb ein Thema bestehen. Ultra. Herz konfrontierte sie nun ebenfalls. Das U, die Gegenstände, die Nähe zu Carla Jays alter Basis. Sie blieb ruhig. Das U konnte genauso gut für You stehen. Oder für irgendwen. Ja, sie hatte eine Base in der Gegend gehabt. Ja, sie hatte sie jemandem überlassen. Aber wer das war, wusste sie nicht. Oder wollte es nicht wissen. Oder wollte es nicht sagen. In Chernaros waren diese 3 Zustände oft schwer auseinanderzuhalten.
Der Fremde baute währenddessen noch einen Unfall, natürlich. Whisky half beim Reparieren, natürlich. Pinky, Ultra und Herz gingen auf Versorgungstour, natürlich. Man sieht, Alltag lief weiter. Parallel dazu tauchte der Rheingauer wieder auf. Erst still und ohne zu sagen, wer er war, aber Herz akzeptierte das. Dann weniger still. Schloss sich dem Fremden an und stellte fest, dass er ihm irgendwie bekannt vorkam, ohne dass er sagen wollte, warum. Cerberus hatte die unangenehme Angewohnheit, Erinnerungen zu verzerren oder zumindest so zu tun. Lose Enden tauchten wieder auf, nur selten dort, wo man sie erwartete. Bei Gorka baute Pinky dann noch einen Unfall, 2 Reifen weg. Ich begann langsam zu glauben, dass wir weniger ein Camp und mehr eine fahrende Ersatzteillogistik waren. Der Rheingauer nahm später noch einen weiteren Fremden am Camp auf, erklärte ihm die Regeln und zog mit ihm Richtung Selenogorsk weiter. Ich beobachtete das Ganze. Zwischendurch tauchte noch ein namenloser Fremder auf, blieb kurz, ging wieder. Cripsy wurde krank, wurde behandelt, überlebte. Und so endete der Mittwoch mit dem Gefühl, dass sich Dinge wiederholten, nur diesmal mit Ansage. Donnerstag, der 19.03.2026. Nebel im Kopf. Der Donnerstag begann mit einer dieser unscheinbaren Entdeckungen, die in Cerberus selten unschuldig sind und manchmal ihre Schatten vorauswerfen. Bei einem Kontrollgang fiel auf, in Silas Schuppen fehlten Kisten. 2 Stück einfach weg. Kein Zettel, keine Botschaft, kein Teddy mit Erklärung. Nur Leere. Also entweder jemand, der wusste, was er tat, oder jemand, der einfach nahm, was nicht festgenagelt war. Beides keine besonders beruhigenden Optionen. Kurz darauf tauchte der Fremde am Camp auf. Zumindest jemand, der so aussah. Dieses Mal war Herz vor Ort und Herz machte das, was Herz am besten konnte, wenn sie misstrauisch wurde. Sie blieb ruhig und stellte Fragen, wie vereinbart. Der Fremde fiel schon beim ersten Satz auf. Nicht, weil er etwas offensichtlich Falsches sagte, sondern weil er sich nicht richtig anfühlte. Er meinte sogar, Herz sehe anders aus als sonst, was insofern interessant war, weil sich als Herz nichts geändert hatte. Also entweder er war verwirrt oder er beobachtete Dinge, die es nicht gab. Herz spielte mit, richtete Grüße von mir aus und stellte ihm dann eine kleine, harmlos klingende Frage. Wir hatten uns doch bei Krona getroffen, oder? Falsch. Wir beide wussten, dass es vor Gorka gewesen war. Aber der Fremde, er zögerte nicht. Er war sich sicher. Klar, so war es gewesen. Und genau das machte es verdächtig. Und dann die nächste Frage. Ich hatte ihm doch Desinfektionsmittel gegeben. Er bestätigte das sofort. Wieder falsch. Damit war klar, er kannte die Geschichte, aber nicht die Wahrheit. Herz gab eine leise Warnung in den Funk. Kein Drama, keine Panik, nur ein ruhiges, hier stimmt was nicht, wir sollten ihn beobachten. Das Problem war nur, der Mann hatte das Auto des Fremden und er sah ihm ähnlich, sprach ähnlich, bewegte sich ähnlich, genug um Zweifel zu sehen, zu wenig um Sicherheit zu geben. Herz zog sich vorsichtshalber in den Turm zurück. Von draußen hörte man Nachladegeräusche, dann ein Stöhnen. Der Fremde meldete, er sei im Camp in einen Stolperdraht gelaufen, habe ihn wieder aufgestellt, keine Granate dran gewesen, also quasi ein sicherer Stolperdraht, was ja bekanntlich die beste Sorte ist, wie schon bei den Autotüren. Warum räumte er das gefährliche Zeug nicht einfach weg? Hatte er Angst, dass wir die Falle da bewusst platziert hatten oder wie? In Novaya wurde parallel von Whisky ein totes Huhn in der Kiste gefunden. Ich beschloss, diese Information nicht weiter zu hinterfragen und meinen Fokus aufs Camp zu legen, denn dort eskalierte es. Herz war mit dem vermeintlich Fremden unterwegs, als plötzlich jemand auftauchte und vor dessen Füße schoss. Reflexe. Der Fremde zog sofort seine Waffe. Herz ging in Deckung. Erst Sekunden später wurde klar, das war Echo. Und Echo war nicht der Typ für Diskussionen. Er schoss. Der Fremde schoss zurück. Ein kurzes, unübersichtliches Gefecht. Kein Plan, keine klare Linie, nur Instinkt. Und am Ende lag der vermeintliche Fremde nahe des Brunnens. Herz ging sofort hin, versuchte zu erklären, was da gerade passiert war und stellte fest, Echo, natürlich. Missverständnis? Ja. Unvermeidbar? Wahrscheinlich auch. Denn wenn keiner weiß, wer ist, reagiert jeder auf das, was er sieht und nicht auf das, was vielleicht gemeint war. Später tauchte der Fremde erneut auf. Dieses Mal war ich da und dieses Mal stellte ich die Vertrauensfrage. Und diesmal verstand er sie. Langsam. Zu spät. Er wirkte ehrlich verwirrt. Ich sprach vom Nebel im Kopf, davon, dass er Dinge nicht richtig eingeordnet hatte, dass er nicht verstanden hatte, dass wir ihn prüften. Ich erklärte ihm ruhig, dass er durch jede einzelne dieser Prüfungen gefallen war, dass wir nicht wussten, wer er ist und dass genau deshalb jemand wie Echo eingegriffen hatte. Nicht, weil er töten wollte, sondern weil er keine andere Sprache kannte. Er habe ihm klar machen wollen, dass er verschwinden solle. Dann sei es eskaliert. Der Fremde nahm es erstaunlich gelassen, ein bisschen amüsiert, ein bisschen erleichtert. Vor allem darüber, dass wir nicht einfach alles glaubten. Er fragte, wo er diesen Echo finden könne. Ich sagte, man findet Echo nicht. Echo findet dich. Er lachte. Dann fragte er nach Basti. Der war nicht da. Anderes Generus, andere Geschichten. Zwischendurch kam ein Bambi ins Camp, rannte einfach durch und verschwand wieder. Ich nahm das als Symbol. Für diese Woche, für diese Situation, für alles. Der Fremde kam später nochmal zurück. Rio auch. Jericho tauchte auf und stellte sich als Jericho Junior vor, mit einem Rucksack voll an Rachegelüsten, die er an Kalle und Davos ausleben wollte. Natürlich. Dann kam Echo wieder. Der Fremde war schon gegangen. Ich sprach ihn an. Er antwortete nicht. Stattdessen legte er in eine Kiste des schwarzen Bretts die Zahlen 19, 15, 18, 18, 25. Ich starrte darauf. Stand nichts. Fragte, ob alles okay sei. Er sah mich an mit diesem Blick, schlug den Kopf gegen die Wand und ging. Später erklärte Herz mir 19, 15, 18, 18, 25. Sorry. Seine Art, sich zu entschuldigen. Und plötzlich ergab alles Sinn.
Oder zumindest genug, um es nicht weiter zu hinterfragen. Er hatte sich entschuldigt, entweder bei dem Fremden oder bei mir. Herz fand es irgendwie romantisch, trotz all der Tragik. So endete der Donnerstag mit einem vermeintlichen Hochstapler, einem Missverständnis, einer Entschuldigung ohne Worte. In Tschernaruss scheitert man selten an der Wahrheit, sondern daran, dass man sie nicht erkennt, wenn sie direkt vor einem steht. Freitag, der 20.03.2026. Grenzlinie. Der Freitag begann mit einem weiteren dieser kleinen Hinweise, die inzwischen alles bedeuten konnten. Am schwarzen Brett tauchten die neuen Buchstaben auf, K und D, und wieder dieses verdammte RO. Carlo und Davos war schon klar, aber dieses RO, langsam hatte man das Gefühl, dass hier jemand nicht nur Botschaften hinterließ, sondern auch beim Lesen zusah und sich ins Fäustchen dachte. Der grüne Rucksack war ebenfalls wieder da, den hatte ich am Vortag dem Fremden gegeben, weil seiner zerschossen worden war. Also entweder Ehrlichkeit oder jemand wollte Vertrauen aufbauen. Beides war in dieser Woche gleich wahrscheinlich. Dann 2 Begegnungen, die sich ähnlich anfühlten und doch nichts miteinander zu tun hatten. Ein voll ausgerüsteter Überlebender lief am Camp vorbei. Kein Wort, kein Blick, kein Interesse. Ein anderer beobachtete aus der Ferne mit einem Feldstecher. Ich winkte, scopte ohne Scope. So dieses typische Ich sehe dich, du siehst mich Spiel. Er verschwand. 2 Fremde, 2 Gelegenheiten für Kontakt, 2-mal nichts. Gravedigger meldete währenddessen eine Bärenfalle vor seiner Garage in Oberbeere und einen zerstörten Reifen an seiner Olga. Auch wieder so ein Detail, das entweder Zufall war oder Teil eines großen Musters. Dann kam er zurück. Der Typ mit dem Teddy von vorgestern. Der ohne Worte. Und offenbar wusste er genau, was er tat. Er stand unten im Camp. Herz war im Turm. Er zeigte auf sie, dann die Komm-Geste. Herz blieb oben. Keine Diskussion. Dann warf er ein Messer. Nicht direkt auf sie, sondern so, dass es verstanden wurde. Er deutete auf die Klinge, dann auf seine Kehle, dann auf sie. Herz fragte, soll ich mich umbringen? Er nickte. Oder willst du mich töten? Wieder dieses heftige Nicken, kein Zweifel mehr. Dann die letzte Frage, ob er etwas mit der Todesdrohung zu tun hatte. Nicken. Warum? Schulterzucken. Natürlich. Er forderte sie weiter auf, runterzukommen. Herz sagte konsequent nein, aber verwies ihn des Camps. Leute wie er, die anderen mit dem Tode drohten, hatten hier keinen Platz. Und er setzte sich mitten ins Camp. Wie ein kleines Kind. Stur. Pinky und Whisky, die in der Nähe waren so kurz davor zu schießen. Aber dann machte Herz etwas, das ich so in Tschernaruss noch nicht gesehen hatte. Sie zählte. Wie eine Mutter. Eine ziemlich angepisste Mutter, kurz vor dem Reißen des Geduldsfadens, die sich aber noch vollends unter Kontrolle hat. Eben eine Mutter, die genau weiß, dass sie ernst genommen werden wird. Keine Diskussion. Eine gefährliche Mischung. 1, 2. Und die letzte Zahl. Und kurz bevor sie 3 sagte, stand der Typ auf und verließ das Camp. Einfach so. Für einen Moment war es still. Dann kam die Person wieder näher, blieb an der Grenze zum Camp stehen. Herz sagte klar, 1 Schritt rein und das war's. Er testete es. Rein, raus, Dieses Spiel, dieses bewusste Austesten von Grenzen. Ich sag ja, wie ein kleines Kind. Pinky war im Turm, Whisky in Position. Es hätte längst vorbei sein können, aber Herz blieb ruhig, zielte mit der Armbrust und sagte nur, ich hab gesagt, ich schieße, aber du bestimmst nicht, wann. Dann stellte er sich hin, provokant, direkt vor sie, offen, als würde er genau darauf warten. Und dann passierte es. Herz schoss. Ohne Vorwarnung, Knack, Beinbruch. Herz war sofort auf ihm, versuchte ihn zu fesseln. Er wehrte sich, griff nach seiner Waffe. Herz ging runter, er zog die R12, sie ging in Deckung. Sie wechselte wieder auf die Armbrust. Er steckte die Waffe weg, humpelte stattdessen auf sie zu. Faustschlag verfehlt und dann brach er zusammen. Schmerz, Schock, Ende. Ab da lief alles routiniert. Fesseln, entwaffnen, versorgen. Der vermeintliche Killer bekam Schmerzmittel, eine Schiene, Essen, Wasser und wurde in die BBA gebracht. Dort lag er dann, still. Ab und zu ein paar Worte, mehr nicht, kein Gespräch, kein Motiv, kein Warum. Nur dieses Gefühl, dass die Person genau wusste, was sie tat. Und wir noch nicht. Später stellte sich raus, seine R12 war mit Gummigeschossen geladen. Also entweder wollte er nicht töten oder es langsam machen. Oder etwas ganz anderes. Entführen zum Beispiel. Was weiß ich, was in solch kranken Köpfen vorgeht. Aber zum Angeln war er jedenfalls sicher nicht da. Und dann fast schon ironisch kam der Fremde. Diesmal wirklich der Fremde. Mit einem LKW. Bestand den Vertrauenstest ohne Probleme und machte ein Angebot. Sein Truck gegen Lockes alten Gunther. Herz nahm an. Und so kam die gute alte Betsy zur BBA. Ein Truck, groß, nützlich und vor allem ein neues Kapitel. Herz versprach, Betsy für Versorgungstouren zu nutzen, für den Aufbau, für Events. Und plötzlich mitten in dieser Woche voller Drohungen, Rätsel und Wahnsinn stand da was Greifbares. Etwas, das nicht log, nicht spielte, nicht testete, einfach nur da war. So endete dieser Freitag mit einer klaren Grenze und der Erkenntnis, dass man in Tschernaruss nicht immer zuerst schießen muss, aber wenn man es tut, dann sollte man wissen, warum. Samstag, der 21.03.2026. Abschaum.
Der Samstag war ruhig, also zumindest so ruhig, wie es in Tschernobyl eben wird, wenn niemand aktiv versucht, jemanden umzubringen oder in Rätsel zu verwickeln. Und das allein fühlte sich schon fast falsch an. Eine gute Nachricht gab es trotzdem. Shanky war zurück. Naja, irgendwie. Manchmal sind es genau die kleinen Dinge, die einem zeigen, dass nicht alles verloren ist. Nebenbei meldete sich ein neuer über Funk, schien genau zu wissen, was er wollte, aber brauchte Hilfe. Herz und Pinky übernahmen die Einführung, erklärten das Camp, die Regeln, das Übliche. Dann musste Herz weiter. Pinky blieb und half gemeinsam mit Gravedigger bei den Überlebensgrundlagen. Später kam der Fremde wieder ans Camp, parkte sein Auto direkt davor, Licht am Auto an. Ein kleines Detail, aber genau die Sorte Detail, die typisch für ihn ist. Am schwarzen Brett tauchten neue Buchstaben auf. TYDP. Keine Erklärung, kein Zusammenhang, nur mehr. Herz fuhr nach Tschernogorsk, tankte ihr Auto voll, einfach mal was tun, was nichts mit Rätseln, Drohungen oder Chaos zu tun hatte. Whisky kam noch ans Camp, brachte seinen grünen Saka vorbei und gemeinsam holten sie für ihn ein neues Auto aus J-Space bei den Chicks. Routine, fast schon normal. Am Ende übergab Whisky den Saka an Herz. Und dann kam die wichtige Frage des Tages. Wie heißt das Ding eigentlich? Antwort: Gar nicht. Es ist Abschaum. Herz übernahm den Namen, natürlich, und war gleichzeitig der festen Überzeugung, dass selbst ein Auto namens Abschaum noch gute Dienste leisten konnte. Denn in Tschernobyl galt manchmal eine sehr einfache Regel. Nicht alles, was kaputt aussieht, ist verloren. Manches braucht nur jemanden, der dran glaubt. Und so endete dieser Samstag. Ohne Schüsse, ohne Gefechte, ohne Antworten, aber mit einem Auto, das eigentlich niemand wollte. Und genau deshalb vielleicht am Ende doch gebraucht wurde. Sonntag, der 22.03.2026. Restbestände. Der Sonntag begann seltsam. Ein unbekannter Fremder lief durchs Camp. Mit einem Huhn in der Hand, blieb stehen, schaute durch den Feldstecher direkt auf Herz. Herz winkte. Er ging, rannte sogar. Kein Wort, kein Kontakt. Nur ein weiterer Mensch, der uns sah und sich trotzdem oder gerade deswegen dazu entschied, nichts mit uns zu tun zu haben. Langsam wurde das zur Gewohnheit. Gravedigger meldete sich aus Beresino und füllte dort das Camp auf. Herz bedankte sich, noch einer, der nicht nur nahm. Dann zog es ihn nach Svetlojarsk und dort sah es schlecht aus. Rucksäcke lagen verstreut außerhalb der Unterstände, die Struktur war im Grunde nicht mehr vorhanden und die Fahne fast ganz verschwunden, also fast kein Camp mehr, nur noch ein Ort, der mal einst gewesen war, ein Ort voller Restbestände. Er ließ Beeresteaks da, die guten, ein kleiner Anfang. Aber klar war, das musste neu aufgebaut werden. Am schwarzen Brett tauchte der nächste Code auf, 3975 und 7539 oder umgekehrt, je nachdem, wie man es lesen wollte. Also fuhren Pinky, Ultra und ich nach Romaschka. Vielleicht gab es einen Zusammenhang, vielleicht war das ein Hinweis. Ergebnis: Wölfe, sonst nichts. Immerhin ehrlich. Auf dem Rückweg versuchten wir mit Ultra über den Stressmacher zu reden, den Typen aus der BBA, aber sie blieb vage. Nicht ausweichend, nicht lügend, nur nicht greifbar, als brauche sie noch etwas Zeit. Also immer, wenn es wichtig wurde. Dann kam zumindest eine Antwort auf eines unserer Rätsel. Rio meldete sich. Das RO stand einfach für Ryo-Oki. Und die Teddybären waren von ihm als Freundschaftssymbol. Nach all den Theorien, Drohungen und Spekulationen war die Erklärung fast schon enttäuschend simpel. Aber auch irgendwie beruhigend. Nicht alles war ein Spiel, nicht alles war eine Bedrohung. Der Fremde war währenddessen bei Cripsy und Cripsy war sauer. Seine Kochkiste war weg. Outrageous. Und das, so stellte er klar, war ein Verbrechen. Ein echtes. Wer es war? Unklar, aber die Liste der Verdächtigen wurde länger, nicht kürzer. Bei Mogilewka kam es fast zu einem Unfall zwischen dem schwarzen Gunther des Fremden und unserem Abschaum. Knapp, sehr knapp, aber nichts passiert. Nur ein weiterer Moment, in dem alles hätte kippen können. In der Cohen-Kiste lag später THX, ein Danke. Von wem? Keine Ahnung, aber immerhin. Cripsy hatte dann noch einen Unfall, wurde mit Olga-Reifen von Whisky versorgt. Whisky baute kurz darauf selbst einen Unfall, Balance im Universum wiederhergestellt. Nebenbei stellte Cripsy fest, dass wir am Camp low on supplies waren. Keine Kids, keine Kühler. Ich fragte mich, warum? Dann erinnerte ich ihn daran, wer hier alles regelmäßig zerlegt. Er versprach, mehr Kühler zu besorgen. Ich bin gespannt. In Elektro wurde es nochmal unruhig. Herz, Whisky, Kalle und Davos meldeten einen Unbekannten, plötzlich Schüsse, aber man fand ihn nicht. Herz beobachtete einen anderen Fremden, versuchte ihn zu warnen. Whisky wollte ihn ins Auto holen, in Sicherheit bringen. Er wollte nicht, natürlich nicht. Herz machte das dann, was sie am besten konnte. Sie zeigte in Richtung Prigorodki und führte den Fremden doch zum Camp. Leise, unauffällig, unter den Augen von Kalle und Davos, die es auf ihn abgesehen hatten. Zurück ins Camp, dort wurde er versorgt. Und diesmal redete er. Naja, nicht laut, nicht viel, mehr mit Text. Aber genug, er schrieb. Er stellte sich als Petre vor, bedankte sich, ein Anfang. Cripsy war währenddessen kurz überzeugt, dass jemand den Code am Turm geändert hatte, stellte dann aber fest, er war es selbst gewesen. Auch das passiert. Kalle und Davos dachten später, wir hätten ihren weißen Ader geklaut. Wir stellten klar, das war der von Island Boy und der stand hier, bis die Sache geklärt war oder bis Echo ihn holte, je nachdem, wer schneller war. Und so endete diese Woche mit mehr offenen Fragen als am Anfang, ein paar Antworten, ein paar Namen, ein paar Wahrheiten und dem Gefühl, dass sich die Dinge langsam ordneten oder zumindest so taten.
Fazit. Und damit, liebe Grenzgänger, Rätsellöser, Campbewohner, Autoretter, Codeknacker und alle anderen Überlebenden da draußen, das war sie diese Woche. Der Killer wurde gefasst. Mitten im Camp, ohne große Worte. Aber beantwortet hat das nichts. Wir wissen nicht, wer es ist. Nicht, warum ausgerechnet Herz. Und ganz sicher nicht, was hinter dem Ganzen steckt. Am schwarzen Brett tauchten neue Codes auf, Zahlen oder Buchstaben. Und je mehr wir rätselten, desto weniger ergab alles ein klares Bild. Parallel dazu blieb dann noch diese Warnung von Fremden, kurz, knapp und alles andere als beruhigend. Und während einige schon wieder bauten, Autos crashten und weitermachten wie bisher, stand noch eine Sache weiter im Raum. Das hier ist noch lange nicht vorbei. Aber ich bleib für euch dran. Nummer 371, Ende.